Lektion 1: Die Reise eines Helden. Haben Sie schon einmal von dem Sanitätsoffizier gehört, der im Ersten Weltkrieg zur Armee ging? Wel- Was hat ihn dazu bewogen, sich beim Sanitätsdienst der Armee zu melden? Er empfand ein starkes Pflichtgefühl, denjenigen zu helfen, die in Not waren. Das ist bewundernswert. Die Medizin ist ein so wichtiges Fachgebiet, insbesondere in Kriegszeiten. Tatsächlich, er erreichte Frankreich kurz nach seiner Einberufung. Das muss eine ziemliche Umstellung für ihn gewesen sein. Was hat er dort erlebt? Er wurde mit den Realitäten des Krieges aus erster Hand konfrontiert, die oft schockierend waren. Ich kann mir nur annähernd vorstellen, welchen Herausforderungen er an vorderster Front begegnete. Ja, er behandelte unzählige Soldaten und schenkte ihnen Fürsorge und Hoffnung. Es erfordert immensen Mut, unter solch gefährlichen Bedingungen zu arbeiten. Absolut. Sein Einsatz hat in dieser schwierigen Zeit vielen Menschen das Leben gerettet. Hatte er vor seinem Eintritt ins Unternehmen eine spezielle Ausbildung absolviert. Er hatte sein Medizinstudium abgeschlossen, was ihn gut vorbereitet hatte. Das muss ein unschätzbares Wissen gewesen sein. Das war es in der Tat. Er lernte, auch unter Druck ruhig zu bleiben. Das ist eine unerlässliche Fähigkeit in der Medizin, insbesondere in Notfällen. Seine Erfahrungen lehrten ihn auch die Bedeutung von Empathie. Ja, das Verständnis der Emotionen der Patienten kann den Heilungsprozess erheblich unterstützen. Nach dem Krieg setzte er seine Tätigkeit im medizinischen Bereich fort und half anderen. Seine Reise ist ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes. In der Tat, es ist inspirierend zu sehen, wie ein einzelner Mensch etwas bewirken kann. Ich glaube, Geschichten wie seine verdienen es, erzählt und in Erinnerung behalten zu werden. Absolut. Sie erinnern uns an die Opfer, die für den Frieden gebracht wurden. Und sie unterstreichen die Bedeutung von Mitgefühl in Krisenzeiten. Lasst uns diejenigen ehren, die gedient haben, indem wir ihre Geschichten erzählen. Lektion 2: Präsentationen perfektionieren. Hallo, mir ist aufgefallen, dass du an der Präsentation gearbeitet hast. Ja, ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben. Bitte. Ich arbeite auch an meinem Abschnitt. Auf welches Thema konzentrierst du dich? Ich kümmere mich um die Marktanalyse. Sie ist ziemlich umfangreich, aber faszinierend. Das klingt interessant. Ich kann es kaum erwarten, die von Ihnen gesammelten Daten zu sehen. Vielen Dank. Ich bin überzeugt, dass dies wertvolle Einblicke für unser Publikum liefern wird. Absolut. Klare Daten können unsere Argumente wirksam untermauern. Darum geht es Ihnen, wenn ich fragen darf. Ich konzentriere mich auf unsere vorgeschlagenen Strategien. Ich möchte sie klar darstellen. Das ist entscheidend. Strategien sollten umsetzbar und leicht verständlich sein. Da stimme ich zu. Ich versuche auch, meine Präsentationsfolien optisch ansprechend zu gestalten. Visuelle Darstellungen können das Verständnis tatsächlich verbessern. Verwenden Sie dafür bestimmte Hilfsmittel. Ich verwende eine Kombination aus Grafiken und prägnanten Stichpunkten. Das ist ein hervorragender Ansatz. So bleibt das Publikum gefesselt. Ja,
Ich möchte vermeiden, Sie mit zu viel Text zu überfordern. Ja, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Information und Visualisierung ist entscheidend. Hast du deinen Part schon geübt? Noch nicht, aber ich plane, heute später einen Probelauf durchzuführen. Ich empfehle, vor einem Spiegel zu üben. Das stärkt das Selbstvertrauen. Das ist ein hervorragender Tipp. Ich werde es ausprobieren. Möchtest du später zusammen üben? Das würde ich sehr begrüßen. Feedback kann sehr hilfreich sein. Absolut. Zwei Köpfe denken besser als einer, besonders bei Präsentationen. Ja, ich fühle mich selbstsicherer, wenn ich weiß, dass mich jemand unterstützt. Und ich sehe das genauso. Lasst uns einander helfen, unser Talent zu entfalten. Gemeinsam können wir eine Präsentation erstellen, die alle beeindruckt. Ja, ich bin gespannt, wie sich alles zusammenfügt. Lektion 3: Die Kunst des Notizenmachens meistern. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie man effektiv Notizen macht. Du bist nicht allein. Viele Studierende haben damit zu kämpfen. Ich befürchte, dass die Lehrer gemein sein könnten, wenn ich um Hilfe bitte. Das ist eine weit verbreitete Befürchtung, aber die meisten Lehrer begrüßen Fragen. Stimmt. Ich erinnere mich noch, als Nathalie während ihrer Präsentation immer wieder abschweifte. Tja, es war eine ziemlich lange Rede. Konntest du dir Notizen machen? Ich habe es versucht, aber am Ende war ich von all den Informationen nur noch verwirrter. Das passiert häufig. Deshalb ist es wichtig, sich auf die Kernpunkte zu konzentrieren. Wie erkennt man die wichtigsten Punkte, wenn jemand so schnell spricht? Ich achte in der Regel auf wiederkehrende Ideen oder Phrasen. Diese sind oft von Bedeutung. Das ist eine tolle Strategie. Was aber, wenn der Lehrer vom Thema abweicht? In diesem Fall notiere ich mir alles, was interessant erscheint. Das könnte für zukünftige Diskussionen nützlich sein. Ja, es könnte sogar einen neuen Gedanken oder eine neue Frage anstoßen. Was, wenn ich beim Schreiben etwas Wichtiges übersehe? Sie können nach dem Unterricht jederzeit um Klärung bitten. Das leuchtet ein. Ich sollte keine Angst haben, meine Meinung zu sagen. Absolut. Die Teilnahme kann Ihr Lernerlebnis bereichern. Ich werde versuchen, in meinen Kursen proaktiver zu sein. Gute Idee. Du wirst nur Selbstvertrauen gewinnen. Und ich kann von anderen bessere Techniken zum Anfertigen von Notizen lernen. Der Tipps auszutauschen kann allen helfen, sich zu verbessern. Vielen Dank für die Ermutigung. Ich bin jetzt viel motivierter. Das freut mich zu hören. Lasst uns gemeinsam das Klassenzimmer erobern. Gemeinsam werden wir zu Experten im Notizen machen. Lektion 4: Die Freude am Reisen. Ich kann es nicht fassen, dass wir endlich im Begriff sind, ins Flugzeug einzusteigen. Das ist aufregend, nicht wahr? Unser Abenteuer beginnt bald. Ja, und ich bin mir sicher, dass Ihre Familie sich freuen wird, von unserer Reise zu hören.
Sie werden begeistert sein. Sie hören sehr gerne von meinen Reisen. Was glauben Sie, was Sie am spannendsten finden werden? Ich glaube, Sie werden neugierig auf das Essen und die Kultur unseres Reiseziels sein. Essen ist immer ein beliebtes Thema. Haben Sie schon einmal lokale Gerichte probiert? Ja, ich war dort und sie waren köstlich. Jeder Ort hat seinen ganz eigenen Geschmack. Das klingt wunderbar. Ich kann es kaum erwarten, neue Küchen kennenzulernen. Du wirst es lieben. Neue Gerichte zu probieren ist einer der schönsten Aspekte des Reisens. Ich werde auf jeden Fall viele Fotos machen, um sie mit allen zu teilen. Das ist eine großartige Idee. Erinnerungen, die in Fotos festgehalten werden, sind unbezahlbar. Und ich kann mir die Reaktionen schon vorstellen, wenn wir zurückkommen. Da sie werden jedes Detail unseres Abenteuers erfahren wollen. Glaubst du, sie werden auf unsere Erfahrungen neidisch sein? Vielleicht ein bisschen. Aber ich glaube, sie werden sich auch für uns freuen. Genau. Unsere Freude zu teilen kann genauso erfüllend sein. Da stimme ich zu. Außerdem könnte es sie dazu anregen, mehr zu reisen. Das wäre wunderbar. Reisen eröffnet eine Welt voller Möglichkeiten. Und es stärkt die Familienbande, nicht wahr? Absolut. Gemeinsames Erkunden schafft bleibende Erinnerungen. Wo wir gerade von Erinnerungen sprechen, was ist das Erste, was Sie nach unserer Ankunft unternehmen möchten? Ich möchte den berühmten Markt besuchen und das dortige Straßenessen probieren. Das klingt perfekt. Ich kann mir die lebhafte Atmosphäre schon richtig vorstellen. Ja, lasst uns jeden Augenblick optimal nutzen. Ruf, ein Abenteuer wartet und ich bin bereit dafür. Gemeinsam werden wir Geschichten erschaffen, die wir noch viele Jahre lang erzählen können. Lektion 5: Das Wesen der Demokratie. Ich habe in letzter Zeit viel über Demokratie nachgedacht. Das ist in der Tat ein faszinierendes Thema. Welche Aspekte berücksichtigen Sie? Ich glaube, keine Nation, nicht einmal die großen Vereinigten Staaten, kann von sich behaupten, in ihren demokratischen Praktiken perfekt zu sein. Das ist eine zum Nachdenken anregende Aussage. Was meinen Sie damit? Nun ja, Demokratie erfordert ständige Wachsamkeit und Beteiligung ihrer Bürger. Ruf, es genügt nicht, einfach nur zu wählen. Man muss informiert und engagiert bleiben. Ganz genau. Eine gesunde Demokratie ist auf die aktive Beteiligung der Bürger angewiesen. Welchen Herausforderungen sehen Sie die Demokratien heute gegenüber? Falsche Informationen stellen ein erhebliches Problem dar. Sie können die öffentliche Wahrnehmung verzerren. Ja, es ist unerlässlich, Informationen zu überprüfen, bevor man sich eine Meinung bildet. Eine weitere Herausforderung ist die Apathie der Wähler. Viele haben das Gefühl, ihre Stimme zähle nicht. Das ist bedauerlich. Jede Stimme hat tatsächlich die Macht, etwas zu verändern. Ja, die Förderung der Bürgerbeteiligung ist für eine florierende Demokratie unerlässlich. Was können Einzelpersonen tun, um diese Beteiligung zu fördern? Sie können damit beginnen, sich an Diskussionen in der Gemeinde zu beteiligen und lokale Treffen zu besuchen.
Das ist eine großartige Idee. Basisbewegungen können zu bedeutenden Veränderungen führen. Und die Vermittlung von Wissen über Rechte und Pflichten ist von entscheidender Bedeutung. Bildung spielt eine Schlüsselrolle bei der Stärkung der Bürger. In der Tat, je besser die Menschen informiert sind, desto bessere Entscheidungen können sie treffen. Was ist Ihrer Meinung nach das wichtigste Recht in einer Demokratie? Ich denke, Meinungsfreiheit ist grundlegend. Sie ermöglicht unterschiedliche Meinungen. Da stimme ich zu. Es schafft ein Umfeld, in dem der Dialog gedeihen kann. Und wie können wir ohne Dialog die Probleme lösen, vor denen wir stehen? Ganz genau. Wir müssen einander zuhören, um Lösungen zu finden. Lasst uns auch unsere Freunde dazu ermutigen, sich an diesen Diskussionen zu beteiligen. Ja, gemeinsam können wir das Fundament der Demokratie stärken. Ich hoffe, dass mehr Menschen ihre Rolle in diesem Prozess erkennen werden. Lektion 6: Die Schatzsuche. Seht euch all diese faszinierenden Gegenstände an. Ich glaube, wir könnten hier einige Schätze finden. Da stimme ich zu. Es wird spannend sein, unsere Entdeckungen miteinander zu teilen. Welche Art von Schatz hoffen Sie zu finden? Ich interessiere mich besonders für Windtagesschmuck. Er erzählt so schöne Geschichten. Windhakelschmuck kann umwerfend sein. Ich hoffe, einzigartige Stücke zu finden. Das klingt spannend. An welchen Artefakten sind Sie interessiert? Vielleicht ein paar alte Münzen oder historische Dokumente. Sie bergen viel Geschichte. Das stimmt. Jedes Stück hat seine eigene Geschichte. Haben Sie eine bestimmte Epoche im Sinn? Ich bin fasziniert von der viktorianischen Ära. Ihre Handwerkskunst ist bemerkenswert. Ich verstehe. Die Details in Ihrer Arbeit sind wirklich exquisit. Haben Sie schon einmal an einer Auktion teilgenommen? Es ist aufregend zu sehen, wie auf Schätze geboten wird. Ich habe es noch nicht erlebt, aber es klingt aufregend. Das würde ich sehr gerne einmal ausprobieren. Es ist wirklich intensiv. Man spürt die Spannung in der Luft, wenn die Gebote steigen. Ich kann es mir nur vorstellen. Wie bereitet man sich auf solche Ereignisse vor? Recherche ist unerlässlich. Die Kenntnis des Wertes von Gegenständen hilft dabei, klug zu bieten. Das ist ein ausgezeichneter Rat. Vorbereitung kann einen entscheidenden Unterschied machen. Wo wir gerade von Vorbereitungen sprechen, sollen wir in diesem Laden nach passenden Artikeln suchen? Ja, lasst uns jeden Winkel erkunden. Wer weiß, was wir finden werden. Ich habe gerade eine interessante alte Karte entdeckt. Die muss ich mir unbedingt ansehen. Karten können sehr wertvoll sein. Sie enthüllen oft verborgene Geschichten. Genau. Ich werde nachsehen, ob es irgendwelche besonderen Merkmale oder Geschichten hat. Ich werde nach alten Postkarten suchen. Die können ganz bezaubernd sein. Das klingt herrlich. Wir treffen uns in einer Weile wieder hier. Ja, ich freue mich darauf, unsere Schätze und Geschichten mit Ihnen zu teilen. Gemeinsam können wir vielleicht die verborgenen Schätze dieses Ladens entdecken. Lektion 7: Selbstbewusst verhandeln.
Ich glaube, es ist unerlässlich, bei Verhandlungen selbstbewusst, aber gleichzeitig taktvoll aufzutreten. Absolut. Selbstvertrauen kann einen erheblichen Unterschied darin ausmachen, wie man wahrgenommen wird. Ja, wie schlagen Sie vor, dass wir unseren Wunsch nach einer fairen Entschädigung zum Ausdruck bringen? Ich denke, es ist wichtig, vorher gründlich zu recherchieren. Das leuchtet ein. Es ist entscheidend, den Marktwert unserer Positionen zu kennen. Ja, das bietet uns eine solide Grundlage für unsere Anfragen. Wie sollten wir das Gespräch mit unserem Vorgesetzten angehen? Ich empfehle, mit positivem Feedback über das Unternehmen zu beginnen. Das ist eine gute Idee. Das schafft eine konstruktive Gesprächsatmosphäre. Tja, dann können wir zu unserem Wert und unseren Beiträgen übergehen. Die Hervorhebung unserer Erfolge wird unsere Argumentation stärken. Ganz genau. Das beweist, dass wir die Investition wert sind. Was, wenn der Manager zögerlich oder defensiv wirkt? In diesem Fall sollten wir ruhig bleiben und uns ihre Bedenken anhören. Aktives Zuhören kann, nehme ich an, helfen, eine gute Beziehung aufzubauen. In der Tat, das beweist, dass wir ihre Sichtweise schätzen. Wie können wir unseren Wunsch nach einer fairen Vergütung ausdrücken, ohne fordernd zu klingen? Wir können es als einen gegenseitigen Vorteil für beide Parteien formulieren. Das ist clever. Es präsentiert unsere Anfrage als Partnerschaft. Tja, wir arbeiten alle auf den Erfolg des Unternehmens hin. Ich fühle mich jetzt schon besser auf dieses Gespräch vorbereitet. Das freut mich zu hören. Selbstvertrauen gepaart mit Taktgefühl ist eine starke Kombination. Gemeinsam können wir diese Verhandlung erfolgreich meistern. Absolut. Lasst uns ein faires Ergebnis anstreben, das unseren Wert widerspiegelt. Auf erfolgreiche Verhandlungen und eine faire Vergütung. Lektion 8. Frauen in den 1920er Jahren. Ich habe kürzlich gelesen, dass die medizinischen Praktiken der 1920er Jahre eher ein Spiegelbild der kulturellen Annahmen der Ärzte über den Platz der Frau in der Gesellschaft waren. Das ist faszinierend. Wie haben diese Annahmen die medizinische Versorgung von Frauen beeinflusst? Viele Ärzte waren der Ansicht, dass Frauen für bestimmte Behandlungen zu empfindlich seien. Das klingt ziemlich einschränkend. Hatte das Auswirkungen auf ihren Zugang zur Gesundheitsversorgung? Absolut. Viele Frauen wurden nicht ernst genommen, als sie Hilfe suchten. Das ist zutiefst besorgniserregend. Gab es in diesem Jahrzehnt irgendwelche nennenswerten Veränderungen? Ja, die 1920er Jahre markierten den Beginn eines Wandels in der Frauenrechtsbewegung. Ich habe gehört, dass die Frauenwahlrechtsbewegung damals deutlich an Dynamik gewann. Genau, Frauen haben hart für das Wahlrecht gekämpft, was sie gestärkt hat. Erstreckte sich diese Stärkung auch auf den medizinischen Bereich? Es begann, aber es war ein langsamer Prozess. Immer mehr Frauen begannen jedoch ein Medizinstudium. Das ist ermutigend. Haben sich die gesellschaftlichen Ansichten im Zuge dieser Fortschritte verändert? Nach und nach, ja. Die Flapper-Bewegung stellte die traditionellen Normen für Frauen in Frage. Die Flapper waren ziemlich mutig. Sie repräsentierten eine neue Ära der Freiheit. In der Tat,
Sie symbolisierten eine Ablehnung überholter gesellschaftlicher Erwartungen. Wie faszinierend. Es ist unerlässlich zu erkennen, wie sich diese Veränderungen auf das Gesundheitswesen ausgewirkt haben. Absolut. Frauen begannen, sich für ihre eigene Gesundheit und ihre Rechte einzusetzen. Das muss für viele Frauen damals eine sehr bestärkende Erfahrung gewesen sein. Das war's wirklich. Sie begannen, eine bessere Behandlung und mehr Respekt zu fordern. Welchen Herausforderungen seien Sie sich Ihrer Meinung nach trotz dieser Fortschritte noch gegenüber? Viele Frauen stießen auch weiterhin auf Vorurteile im medizinischen Bereich. Das ist entmutigend. Veränderungen brauchen oft Zeit, selbst nachdem Fortschritte erzielt wurden. Ja, aber die in den 1920er Jahren gelegten Grundlagen waren für zukünftige Generationen von entscheidender Bedeutung. Da stimme ich zu. Es ist inspirierend zu sehen, wie weit Frauen seitdem gekommen sind. Lasst uns weiterhin mehr über diese historischen Veränderungen und ihre Auswirkungen erfahren. Beruf. Das Verständnis der Vergangenheit hilft uns, die Gegenwart zu schätzen. Gemeinsam können wir diese Geschichten teilen und andere dazu ermutigen. Lektion 9. Entwicklung von Führungskompetenzen. Ich habe in letzter Zeit viel über meine Karriere nachgedacht. Ich überlege, Kurse zum Thema Führung zu belegen. Das klingt nach einer fantastischen Idee. Führungskompetenzen sind in jedem Bereich unerlässlich. Ich glaube schon. Ich möchte meine Fähigkeit verbessern, andere zu inspirieren und zu motivieren. Das ist dein erstes Ziel. Haben Sie sich schon konkrete Kurse angesehen? Ja, ich habe ein paar Online-Programme gefunden, die vielversprechend erscheinen. Online-Kurse bieten große Flexibilität. Welche Themen werden behandelt? Sie konzentrieren sich auf Kommunikation, Themendynamik und Konfliktlösung. Das sind entscheidende Fähigkeiten. Das Verständnis der Thermodynamik kann die Zusammenarbeit deutlich verbessern. Genau. Ich plane auch, professionellen Netzwerkgruppen beizutreten. Netzwerken ist eine hervorragende Möglichkeit, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten. Da stimme ich zu. Es kann Türen zu neuen Möglichkeiten und Erkenntnissen öffnen. Haben Sie bereits bestimmte Gruppen im Auge, denen Sie beitreten möchten? Ich überlege, einer lokalen Gruppe einer Führungskräfteorganisation beizutreten. Das klingt perfekt. Der Austausch mit Fachleuten kann wertvolle Einblicke bieten. Ja, ich hoffe, von Ihren Erfahrungen zu lernen und meine eigenen einzubringen. Der Austausch von Erfahrungen fördert das Wachstum aller Beteiligten. Das stimmt. Außerdem können sich dadurch potenzielle Mentoring-Möglichkeiten ergeben. Mentoring kann unglaublich vorteilhaft sein. Von jemandem mit Erfahrung zu lernen, ist unschätzbar wertvoll. Ich freue mich auf die kommenden Möglichkeiten. Das solltest du auch. In die eigenen Fähigkeiten zu investieren, lohnt sich immer. Vielen Dank. Ich hoffe, dabei sinnvolle Kontakte zu knüpfen. Das wirst du. Deine Begeisterung wird andere anziehen. Ich schätze Ihre Ermutigung sehr. Sie motiviert mich zum Handeln. Denken Sie daran, jeder Schritt in Richtung Verbesserung ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das werde ich mir merken. Lasst uns gegenseitig auf unseren Wegen unterstützen.
Absolut. Gemeinsam können wir unsere Ziele erreichen und erfolgreich sein. Auf unseren zukünftigen Erfolg in Führung und Netzwerkbildung. Lektion 10. Perspektiven verstehen. Was uns heute am meisten beeindruckt, ist unsere gemeinsame Erfahrung als Menschen. Ich stimme vollkommen zu. Gemeinsame Erlebnisse können uns über Kulturgrenzen hinweg verbinden. Die Geschichte, wie die Europäer neue Länder erkundeten, ist beispielsweise sehr aufschlussreich. Ja, es war eine Zeit voller Abenteuer und weitreichender Folgen. Genau. Viele suchten nach Chancen, während andere mit Vertreibung konfrontiert wurden. Diese Dualität ist wichtig zu erkennen. Erkundung kann auch eine dunkle Seite haben. Absolut. Es ist unerlässlich, die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Wie können wir Ihrer Meinung nach diese unterschiedlichen Standpunkte besser verstehen? Sich mit unterschiedlichen Erzählsträngen auseinanderzusetzen, ist ein guter Anfang. Ja, Dokumentarfilme und Bücher können wertvolle Einblicke bieten. Ich glaube außerdem, dass Gespräche mit Menschen unterschiedlicher Herkunft von zentraler Bedeutung sind. Das ist ein wunderbarer Vorschlag. Persönliche Geschichten können sehr aufschlussreich sein. Sie offenbaren oft Emotionen und Erfahrungen, die Statistiken nicht erfassen können. Klar, es vertieft unser Verständnis historischer Ereignisse. Welchen Einfluss hat die Technologie heute auf unsere Sichtweisen? Die Technologie hat die Art und Weise, wie wir Informationen austauschen und empfangen, sicherlich verändert. Es hat die Vernetzung mit anderen Menschen weltweit erleichtert, nicht wahr? Da soziale Medien ermöglichen es uns, Ereignisse in Echtzeit mitzuerleben. Allerdings kann dies auch zu viel Informationen führen, was Anlass zur Sorge gibt. Das stimmt. Wir müssen die Informationen, die wir konsumieren, kritisch hinterfragen. In der heutigen Welt ist es unerlässlich, Perspektive und Fakten in Einklang zu bringen. In der Tat, wie wir unsere Geschichten formulieren, prägt das öffentliche Verständnis. Ich hoffe, dass mehr Menschen versuchen werden, unterschiedliche Perspektiven zu verstehen. Ja, Empathie kann zu mitfühlenderen Gesellschaften führen. Gemeinsam können wir eine Kultur des Verständnisses und des Respekts fördern. Ruf, lasst uns diese wichtigen Themen weiter erforschen. Auf die Erweiterung unserer Perspektiven und das gegenseitige Lernen. Lektion 11. Die Kunst des öffentlichen Redens meistern. Ich glaube, dass Redefähigkeiten in der heutigen Welt unerlässlich sind. Ruf, Übung ist der Schlüssel, um ein selbstsicherer Redner zu werden. Ja, ich schlage vor, mit kleinen Gruppen anzufangen und sich langsam heranzutasten. Das ist eine großartige Idee. Kleinere Gruppen können weniger einschüchternd wirken. Genau. Welche Tipps haben Sie für jemanden, der mit dem öffentlichen Reden beginnt? Ich empfehle, sich gut mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das hilft, Ängste abzubauen. Das stimmt absolut. Vertrautheit kann das Selbstvertrauen stärken. Außerdem kann das Üben vor Freunden wertvolles Feedback liefern. Ja, konstruktive Kritik ist für Verbesserungen unerlässlich.
und Freunde können dazu beitragen, dass man sich wohler fühlt. Und wie sieht es mit der Körpersprache aus? Wie wichtig ist sie während einer Rede? Die Körpersprache ist entscheidend. Sie vermittelt Selbstvertrauen und bindet das Publikum ein. Da stimme ich zu. Augenkontakt zu halten kann einen großen Unterschied machen. Es hilft dabei, eine Verbindung zwischen dem Sprecher und dem Publikum herzustellen. Welche Techniken wenden Sie an, um Ihre Nervosität zu bewältigen? Ich atme tief durch und visualisiere eine gelungene Präsentation. Visualisierung klingt wirkungsvoll. Ich werde diese Technik ausprobieren. Es kann auch hilfreich sein, sich daran zu erinnern, dass das Publikum möchte, dass sie Erfolg haben. Das ist ein tröstlicher Gedanke. Sie sind ja da, um von uns zu lernen. Der, sie sind nicht da, um zu urteilen. Sie sind an unserer Botschaft interessiert. Hatten Sie schon einmal ein schwieriges Publikum? Der, einmal war eine Gruppe besonders unruhig, aber ich habe meine Vorgehensweise angepasst. Wie haben Sie das geschafft? Um ihr Interesse zu wecken, habe ich ihnen gezielte Fragen gestellt. Das ist eine clevere Strategie. Interaktion kann das Publikum fesseln. Das, das macht das Erlebnis für alle Beteiligten dynamischer. Ich bin jetzt viel motivierter, meine Fähigkeiten im öffentlichen Reden zu trainieren. Das freut mich zu hören. Gemeinsam können wir uns gegenseitig helfen, uns zu verbessern. Ja, lasst uns verpflichten, regelmäßig zu üben und uns gegenseitig zu unterstützen. Lektion 12. Neuanfänge. Ich kann es nicht fassen, dass ich schon wieder darüber spreche. Das ist großartig. Das stimmt wirklich. Du hast jetzt ein großes neues Zuhause. Wie fühlt es sich an? Es ist einfach unglaublich. Es gibt so viel Platz zum Genießen. Das kann ich mir vorstellen. Was gedenken Sie mit all dem Platz anzufangen? Ich überlege, mir eine gemütliche Leseecke am Fenster einzurichten. Das klingt herrlich. Ein perfekter Ort zum Entspannen und für ein gutes Buch. Ja, und ich möchte ein Spielzimmer für Freunde und Familie einrichten. Ein Spielzimmer wäre eine fantastische Ergänzung. Welche Spiele würdet ihr euch aussuchen? Ich plane, Brettspiele, Videospiele und einen Billardtisch anzubieten. Sie werden der Gastgeber des Jahres sein. Jeder wird Sie besuchen wollen. Das hoffe ich. Ich möchte es zu einem einladenden Ort für Zusammenkünfte machen. Das ist eine wunderbare Idee. Ein Zuhause voller Lachen ist immer etwas Besonderes. Genau. Ich möchte auch jedes Zimmer mit einer persönlichen Note dekorieren. Wenn Sie Ihre Räumlichkeiten individuell gestalten, werden Sie sich dort wirklich wie zu Hause fühlen. Da stimme ich zu. Ich überlege mir gerade, welches Thema ich für das Wohnzimmer wählen soll. Herr Timmer, das klingt spannend. Was hast du dir vorgestellt? Ich denke an ein Windtagereisethema mit Landkarten und Souvenirs. Das klingt bezaubernd. Das wird sicher interessante Gespräche anregen. Das hoffe ich. Ich liebe es, Geschichten über Orte zu hören, die Menschen besucht haben. In Ihrem neuen Zuhause werden Sie viele Geschichten zu erzählen haben.
Das hoffe ich sehr. Ich freue mich auf dieses neue Kapitel in meinem Leben. Es ist ein Neuanfang und ich freue mich riesig für dich. Vielen Dank. Ich weiß Ihre Unterstützung beim Einleben sehr zu schätzen. Jederzeit. Lass uns bald eine Einmehrhangsparty planen. Ja, das wäre eine tolle Möglichkeit, das neue Zuhause zu feiern und zu präsentieren. Ich bin dabei. Ich kann es kaum erwarten, Ihre Vision Wirklichkeit werden zu sehen. Gemeinsam werden wir einen Raum voller Freude und Erinnerungen schaffen. Lektion 13. Gemeinsam kochen. Ich glaube, ich habe alles für das Abendessen vorbereitet, aber Moment mal. Ich habe die Milch vergessen. Fast Eis also. Das ist ein häufiger Fehler, nicht wahr? Das stimmt wirklich. Ich vergesse immer einen wichtigen Gegenstand. Kein Problem. Du kannst es dir beim nächsten Einkauf im Laden besorgen. Ja, aber ich hatte heute Abend wirklich Lust auf diese cremige Nudelsauce. Ich verstehe. Cremige Saupen brauchen Milch. Vielleicht könnte ich etwas anderes verwenden. Haben Sie Sahne oder Joghurt da? Die könnten als Alternative funktionieren. Ich habe Joghurt da. Würde der in der Soße gut schmecken? Das könnte eine angenehme Säurenote hinzufügen. Lass es uns ausprobieren. Das klingt abenteuerlich. Ich liebe es, in der Küche zu experimentieren. Auch beim Kochen geht es oft darum, kreativ und einfallsreich zu sein. Genau. Manchmal führen Fehler zu köstlichen Entdeckungen. Haben Sie schon einmal versehentlich ein Gericht kreiert, das hervorragend gelungen ist? Ja, einmal habe ich Essensreste gemischt und am Ende ein fantastisches Pfannengericht zubereitet. Das ist ein wunderbares Beispiel. Solche glücklichen Zufälle sind die besten. Das werde ich mir merken, falls ich das nächste Mal eine Zutat vergesse. Und ich möchte Sie daran erinnern, dass Kreativität den Tag retten kann. Mit Joghurt in der Soße bin ich jetzt optimistisch. Vergessen wir nicht, zwischendurch zu probieren. Das ist unerlässlich. Absolut. Abschmecken ist das Geheimnis, jedes Gericht zu perfektionieren. Auf ein gelungenes Abendessen auch ohne Milch. Ja, lasst uns gemeinsam etwas Leckeres kreieren.